Baby, no te asombres. Yeah. Los dos sabemos que no me mereces. Yeah. Lo sé. Yo perdí mi tiempo. Yeah. Y tú alguien que te amaba. Es que eso no lo entiendo. Yeah. Si es que Judas me besaba, no sé qué imaginar. Yeah. Que me iba a virar. Yeah. Es que tan falsa te siento. Yeah. Wunderschönen guten Morgen, Freitag, 1. Dezember. Heute ist Abgabe von unseren LKWs. Wir sind jetzt am Standort, am Parkplatz, wo wir den Anhänger stehen lassen dürfen, und jetzt geht es rein in die Stadt. Es hat Regen angesagt für heute. Wir hoffen, dass wir alles noch bei trockenem Wetter machen können, aber sonst ist alles gut gedeckt. Sollte schon gehen, aber es wäre sicher angenehmer. Ich fahre da mit dem Mietauto vor und empfange die dann am Standort. Der Christian und die Ursi fahren im Mercedes. Guten Morgen. Guten Morgen. Und, freust dich? Arschnervös bin ich. Ja, das ist gut. Und der Matti und Emily fahren im Service-LKW. Die Anfahrt hat super geklappt. LKWs sind da, wir haben noch genügend Zeit bis zu unserem Slot. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um LKWs, Rennautos und Sonstiges anzuschauen. Was wir brauchen rüber.
Und wie lief die Fahrt durch Barcelona? Die Autobahn war entspannt. Das Auf- und Abfahren war ein bisschen nervenaufreibend. Nicht nur unsere LKWs sind da, sondern auch der Iveco, unser Iveco, den wir an Dani Vetter ausgeliehen haben. Der fährt nämlich mit einem Toyota Land Cruiser auch an der Dakar Classic mit. Wie immer die Autos von Dani einwandfrei vorbereitet und geputzt bis ins letzte Detail. Die Kiste, die habe ich ihm hier raufgestellt. Die würde er vermutlich nicht tun. Die haben jetzt administrativer Check und danach technischer Check. Also vor uns ist ihr Slot. Da habe ich auch einen Service-LKW gesehen, wo ich mich anfreunden könnte. Scania. Die haben da ein richtiges Reifenregal hinten rangebaut. Wie viel sind das? Das sind 27 Reifen oder Räder teilweise. Aber es gibt Teams, die haben nicht 27 dabei, sondern vielleicht 1000 oder mehr. Die haben einen ganzen LKW voll Reifen. Schönes Line-up. Sieht man nicht viele. Ah, no. Optimal gelegen, der Platz dafür das Ersatzrad, gut zugänglich, optimal vom Gewicht. Ich denke mal, so ein Auto kostet 400.000 €. Und jetzt stehen da mal schnell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrzeuge. Da steht schon was rum. Vermutlich nicht ganz optimal gestanden. So, jetzt sind wir da, wo wir gestern waren. Also das war nicht viel, weiß nicht, was die da checkten. Jetzt geht es zu den Visa. Hoffentlich wir bekommen die, weil sonst wird es schwierig, da reinzukommen.
Auch heute wieder alles sehr entspannt hier. So, also die haben nochmal gecheckt, ob wir 6 Personen sind. Und sie haben alle Informationen von uns. Das heißt, Christian hat da vorbereitend alles richtig erledigt. Jetzt beim Zoll. Ich denke mal, die prüfen da, ob wir die Paketliste hochgeladen haben. Wir mussten ja alles, was wir dabei haben, entsprechend deklarieren. Wie schwer, wie viel Wert, von welchem Land ist es her und was ist drin. Und dann pro Kiste verschiedene Codes angeben. Aber so wie ich Christian kenne, hat er das einwandfrei gemacht. Hast bis jetzt alles bestanden? Ja, bisher haben wir schon gut Stempel abgegriffen. Jetzt gehen wir noch zum Finanzdepartement, oder? So, und wie eigentlich immer steht Essen und Getränke rum. Und da wir heute unsere Lieblingsbäckerei in Barcelona noch zu war, denke ich, nehmen wir hier auch noch was. Kaffee? Hunger, du hast Hunger. Du hast noch nichts gegessen, ne? Ich auch nicht. Ihr sitzt schon. Ja, wir waren nur auf dich. Ja, probieren wir mal, ob sie uns schon reinlassen. Oberchef. Hallo. Das ist der Direktor von der Dakar. Ja. Der links, ja. Siehst du mal Hat er Bonjour gesagt? die Aufkleber raus? Ja, mach ich. Hab's mir gerade gedacht. Hello. You can go on line 2. Okay, thank you. Okay. Was checkt er hier? Trippenkabel. Ah, Trippenkabel. Ja. Jetzt bekommen wir dann Aufkleber, glaube ich. Also sie haben da ein Gerät und das checkt gleich alle Kabel durch.
Matti ist schon weg. Beim Service-LKW gibt es halt weniger zu prüfen. Gehen wir da mal hoch. Dann ist auch gleich dran. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich schnell geht, weil gestern waren da einige Service-LKW und Matti konnte da direkt nach vorne fahren. Und unser Iveco steht gleich nebenan. Bekommt er wieder frische Dakar-Aufkleber. Ah, dieses Mal da oben. Aha. Genau. Auch ein Klassik-LKW. Christian ist auch da, das hat länger gedauert. Ja, wir sind fast fertig, ja, noch ein Aufkleber und dann ist fertig. Bei euch? Ja, die Abnahme vom Trippi, bis wir den richtigen Mann gefunden haben. Ah, okay, aber die waren alle zufrieden? Ja, funktioniert alles gut. Gut. Zufrieden? Ja. Jetzt muss ich bloß schauen, wo mir Die Kleider. Und da musst du mal. Das ist da hinten, da sind die Kleider da. Haben mir Dani gesagt. Okay. Ja, und wenn du die ganze Kiste mitnimmst? Ja, dann muss ich dreimal. Hier steht das Auto von Lukas und Stefan. Schönes Design. Das ist auch ein South Racing Fahrzeug, aber ist breiter als das wir fahren. Und ich habe gestern mit Lukas gesprochen, er hat gesagt, also, an die Breite muss man sich noch gewöhnen. Ist nicht viel, aber es ist halt breiter. Und der ist da in Marokko, sind die beiden gefahren zum Testen. Und ich glaube, hat irgendwo mal angehängt. Stefan, ich hoffe, die bauen dir da noch einen Sitz ein. Sonst wird es ungemütlich. Das ist der Arbeitsplatz dann von Stefan. Jetzt werden hier die Kleider geprüft, ob da alles dabei ist.
Unterwäsche, Socken, Kopfüberzug. Alles muss zertifiziert sein, also da kann man nicht etwas Altes mitnehmen oder was selbst gestricktes, sondern das muss alles den notwendigen Normen entsprechen. Also er schaut das richtig genau an. He? Helm natürlich. Das ist der Truck von Magic, sicher ein Anwärter auf den Sieg. Ein Highlight.